So, nachdem mein Xbox-Bild sich jetzt so langsam von der technischen Seite her dem Ende zuwendet, wollte ich mal kurz vorstellen, was so alles bis jetzt passiert ist. Also wir sehen hier direkt so einmal komplett Übersicht über die gesamten Geräte, die nun an und in der Xbox angebracht sind. Das Ganze geht los beim Hauptbestandteil der Box, der Cool Runner 3 Lite vom Team Executor. Das ist quasi das Kernstück des Mod-Chips, beziehungsweise das ist der Mod-Chip, der dafür sorgt, dass unsignierter Code ausgeführt werden kann und somit Homebrew lauffähig wird und auch Backups von euren Spielen funktionieren. Das Ganze geht dann weiter. Ihr seht hier ein Flachbandkabel rauskommen, dieses dort. Das wandert auf die Rückseite des Mainboards. Dort ist der Daemon-Chip verlötet. Die gesamten gelben Kabel, die ihr hier seht im Bild, sind von der Rückseite vom Daemon hier vorne angelötet, was quasi die Dual-NAND-Funktionalität bereitstellt, so dass ich über dieses Flachbandkabel einen Stecker bzw. einen USB-Anschluss habe, um den NAND zu flashen und auch den Cool Runner zu flashen. Ich habe die Seitenabdeckung auf dieser Seite so modifiziert, dass diese zwei Löcher bereitstellt, über die ich den USB-Port ohne Probleme erreichen kann. Somit muss ich die Box nicht jedes Mal aufmachen, wenn ich den Chip updaten möchte. Ihr seht dann eine blaue LED, das ist quasi der NAND-Indikator. Und über diesen kleinen Schalterknopf lässt sich diese LED aus- und einschalten, was gleichzeitig zum Effekt hat, dass mein NAND umgeschaltet wird. Auf gut Deutsch, ich kann über diesen Switch umschalten zwischen Glitch-Betrieb und Homebrew-Lauffähigkeit oder Stock-Betrieb und weiterhin Xbox Live-fähig. Dann haben wir hier eine kleine Spielerei. Das ist der Sonus. Seht ihr hier im Bild? Das ermöglicht mir quasi die Töne, die die Xbox von sich gibt, beim Ein- Ausschalten oder CD-Laufwerksschublade öffnen und schließen zu verändern. Habe ich jetzt auch schon soweit getan. Das Ganze passiert über dieses kleine Gerät. Das ist der sogenannte GR-Programmer, auch vom Team Executor. Das ist quasi die gleiche Funktionalität, wie mir auch der Daemon bietet. Allerdings ist der Daemon nicht kompatibel zum Sonus. Der Daemon kann nur benutzt werden, um den Daemon NAND selbst zu flashen oder den CR3 Lite. So. Kommen wir dann mal zu der eigentlichen Box. Ihr seht, es ist eine Limited Modern Warfare 3 Xbox. Nicht so ganz zeitlos. Ich sag mal, Modern Warfare 3 ist nun auch schon ein bisschen älter. Da habe ich mir gesagt, gut, muss mal was Neues her. Und bevor ich mir jetzt wieder eine komplette Xbox kaufe, mache ich selber mal ein bisschen Spielerei. Die Töne sind jetzt, wie gesagt, schon soweit fertig. Ich habe mir gesagt, machst du Doctor Who. Dementsprechend ist auch das Klangthema darauf ausgelegt. Das Case selber wird noch mit einem Skin überzogen, auch irgendwo in einem Doctor Who Design dann. Alles sehr blau. Ich möchte auch die LEDs an der Powerlampe noch, am Powerknopf noch umändern, von grün auf blau, dass das alles sich schön in das Gesamtkonzept einfügt. Aber jetzt zum Wichtigsten, die Sounds. Dann zeige ich euch erstmal den Standard-Start-Sound, den wir jetzt hören. Ja, sollte jedem bekannt sein, wo das herkommt. Das sind die Daleks aus Doctor Who. Wie ihr seht, bootet auch schön. Das ist jetzt der Stock-NAND, also keinerlei Glitch oder Mod-Chip aktiv. Dann haben wir den CD-Laufwerk-Sound. Auch wohl bekannt, hört man jedes Mal, wenn sich die TARDIS einem nähert. Der Glitch-Chip funktioniert gerade nicht, weil ich im Moment noch da bin, wie ihr hier seht, mal zu benchmarken. Der hat leider Gottes 100.000 verschiedene Einstellmöglichkeiten. Seht ihr hier die ganzen kleinen Schalterchen, da auch nochmal. Dann gibt es noch 4 Lötschalter auf dem Ding selber, wo ihr Lötbrücken setzen könnt. Zusätzlich dazu hat der Chip auch noch
eine ganze Palette an verschiedenen Firmwares, die geflasht werden können. Mit jeder dieser Einstellungen beeinflusst sich die Zeit, die der Chip braucht, um quasi zu erreichen, dass die Konsole unsignierten Code ausführt. Somit bin ich gerade am Benchmarken, alle Einstellungen mal durchprobieren, um die Einstellung zu finden, die mir die kürzesten Bootzeiten ermöglicht. Was haben wir sonst? Ach ja, wir haben jetzt eine Besonderheit im Gegensatz zu einer Standard-Xbox. Und zwar ermöglicht mir der Sonos nicht nur die Standard-Sounds zu verändern, sondern ich kann auch zusätzlichen Sound einprogrammieren. Ich könnte jetzt zum Beispiel hingehen und mir einen anderen Shutdown-Sound einrichten, wie der Startup-Sound. Dann würde die Box beim Ausschalten einen anderen Ton von sich geben wie beim Anschalten. Fand ich jetzt nicht so berauschend. Ich habe mich dann dafür entschieden, um quasi nachvollziehen zu können, wenn die Box wieder fertig zusammengebaut ist, ob der Glitch-Chip auch tut, was er soll, einen Ton von sich geben zu lassen, sobald der Glitch-Chip seine Arbeit verrichtet und das Störsignal an die CPU sendet. Viel mehr macht er nicht. Und habe mich in dem Fall für den Schallschraubenzieher von Doctor Who entschieden. Das heißt, die Box gibt dann auch wieder wunderschöne, bekannte Töne von sich. So. Das Ganze ist gekoppelt mit der einen Seite der Debug-LED. Diese leuchtet auf, sobald das Störsignal geschickt wird. Sobald dieser ausgeht, ist quasi dieses Ende wieder stromlos und das sagt dem Sonos, spiele den zusätzlichen Sound ab. Und dann hört ihr dieses wunderbare Schallschraubenziehergeräusch. So viel erstmal zu meinem aktuellen Custom-Bild von der Xbox. Erstmal von technischer Hinsicht. Mehr gibt's dann, sobald ich das entsprechende Cover für die Box habe und sie in ihrem endgültigen Design wieder im Schrank steht. Hoffe, es hat gefallen. Schaut mal wieder rein.